Gefühlt der längste Winter meines Lebens, ohne Rennsport, ohne Motorräder. Aber das ändern wir heute. Wir sind in Nordhorn bei Wilbers Suspension. Und wer sich auskennt, zum Beispiel in der IDM, weiß, dass hier ja wirklich individuell angefertigte Federbeine, Fahrwerke, Gabeln, alles was dazugehört, nicht nur verkauft werden, sondern vor allen Dingen auch konstruiert und entwickelt werden. Und Benny Wilbers, der Chef des Ganzen, hier neben einem der wunderschönen Boxer Cup Motorräder. Benny Wilbers war selber über 10 Jahre lang Testfahrer, um eben genau solche Dinger auszuprobieren auf der Nordschleife. Von daher, Benny, bei euch im Vordergrund ganz klar das Thema Individualisierung, ne? Also hier kann der Kunde sich im Internet so ein Federbein zusammenstellen und ihr passt das dann nach seinen Daten an. Ja, genau so ist es. Der eine ist größer, der andere ist kleiner, schwere, leichte. Somit gibt es viele individuelle Wünsche. Es nützt nichts zu investieren, wenn ich dann nachher mit den Füßen nicht auf die Erde komme. Ja, und ihr macht alles in-house, ne? Von der ersten Bestellung hin bis zur Auslieferung, bis zur letzten Verpackung. Komplett. Komplett von A bis Z. Die Bestellung, die Produktion, die Entwicklung, alles. Die Individualisierung ist auf jeden Fall heute unser Thema. Und im Übrigen, falls jemand auf die Idee kommt, sich zu fragen, warum sind die da so eng beieinander? Wir sind heute, und auch das zeigt die Professionalität, die man hier im Hause Wilbers vorlebt, alle getestet worden. Und alle Tests von der gesamten Belegschaft und natürlich auch von uns dreien waren negativ. Also können wir sehr positiv in diesen fahrwerksorientierten Tag starten. Und der André, Geschäftsführer, wird uns das Thema Individualisierung ein bisschen näher bringen. Und das ist wirklich so ein Wunschpaket, kann man sagen, ne, für den Endverbraucher. Richtig, so soll es sein. Also darauf zielen wir eben ab. Wir wollen hier einfach einmal die Transparenz jetzt einmal zeigen, dass wir wirklich die Fahrwerke für unsere Kunden individuell anfertigen. Die liegt nichts fertig im Regal, sondern die Bestellung kommt hier rein und dann wird tatsächlich auch erst das Federbein für den Kunden angefertigt, sei es eine farbige Feder, die Anpassung der Federrate etc. Das wollen wir euch einmal zeigen, wie das hier bei uns aussieht. Ja, und der Rennsport spielt da auch mit rein. Ihr seid 2021 wieder mit 2 Fahrern sogar in der IDM am Start, mit Florian Alt wie letztes Jahr. Podestfähig gewesen, der Florian, mit euren Fahrwerken natürlich. Und ihr habt noch einen jungen Mann mit dazu genommen. Und das ist für den Kunden wirklich sehr, sehr positiv, weil von der Rennstrecke direkt auf die Straße, ne? Das ist die Idee dahinter. Richtig, genau. Da gewinnen wir einfach viel Erfahrung, da kommen Informationen zustande zusammen. Die verwerten wir hier natürlich bei der Entwicklung an Fahrzeugen direkt, wo wir dann die Informationen vom Rennteam bekommen und die Abstimmung richten wir natürlich dann entsprechend danach aus. Ja, und da gehen wir mal rein und bestellen einfach mal ein Fahrwerk und gucken mal, wie individuell wir das Ganze dann gestalten können. So. Individualität ist das große Stichwort und wir sind hier am Webshop und der André kennt sich natürlich ganz genau damit aus. Jetzt nehmen wir mal fiktiv an, ich mit meinen 96 Kilo habe eine Honda Africa Twin, bin aber mit dem Fahrwerk überhaupt nicht zufrieden, will also was Feineres, was Schickeres, was Schöneres in meinem Bike drin haben. Und on top noch dazu die Aufgabenstellung, damit meine Frau mit ihren kurzen Beinen auch auf die Erde kommt, eine Tieferlegung. So. Führ mal vor. Also, wir sind hier auf unserer Shop-Seite, die wilbers.de/shop. Und hier habe ich jetzt erstmal die grobe Auswahl. Ich habe hier einmal die Möglichkeit, zwischen Motorrad und Automobil auszuwählen. Und wie du gerade schon sagtest, wir gucken jetzt mal nach dieser Honda Africa Twin. Und hier haben wir dann unser besagtes Modell. Kommen wir dann in die Produktübersicht. Das ist erstmal eine grobe Übersicht von den Produkten, die wir grundsätzlich anbieten. Dort gibt es jetzt zu jedem Federbeinprodukt zumindest Individualisierungsmöglichkeiten oder Konfigurationsmöglichkeiten. Und der Typ 642, den wähle ich jetzt hier mal aus. Das ist dann die Detailseite des Produkts und jetzt sieht man schon, hier unten öffnet sich also eine Variantenauswahl, ein Konfigurator. Da geht's oben los mit der Farbe. Wir haben also 3 Grundfarben, die wir anbieten. Das ist einmal unsere Blackline, die wir hier auf der rechten Seite dann auch sehen. Die Blue Line sehen wir hier. Das Ganze dann auch wieder mit alu-naturfarbenen Teilen. Da haben wir allerdings dann eine blaue Feder montiert und die Einsteller sind dann hier eben in Rot und Blau gehalten. Und relativ neu, ja, neu kann man nicht mehr sagen, jetzt schon seit mit Sicherheit 3-4 Jahren im Programm eben unsere Nightline. Das Ganze dann ganz schwarz, all black, wie es mittlerweile auch viele Customizer gerne haben und auch bei anderen Kunden, wo das Federbein sehr sichtbar ist am Fahrzeug, gerne gewählt wird. Davon
können wir natürlich auch abweichen. Das macht jetzt auch wieder unsere individuelle Fertigung möglich. Das heißt, wenn der Kunde jetzt sagt, ich hätte gerne eigentlich wohl eure Nightline, aber die roten Versteller, die gefallen mir nicht, macht mir die bitte mal silber oder macht mir die bitte mal blau und zieht mir statt der schwarzen Feder hier, macht mir mal bitte eine blaue drauf. All das können wir machen, ohne irgendwelche Mehrkosten dafür zu verlangen. Eine spezielle Federfarbe, sage ich mal, in einem speziellen Rahlton ist aufpreispflichtig. Ist die schwarz oder blau die Feder, ist das unser normales Lieferprogramm und das können wir dann einfach auch so durchtauschen. Also sehr individuell das Ganze. Wenn ich jetzt so ein Federbein bestelle, ich habe mich dann für die Farbe entschieden, für das Federbein, was ich haben möchte. Ja, wie lange dauert das, bis es bei mir ist? Also wir haben eine Lieferzeit von 10 bis 14 Werktagen, ja, und das ist eben auf diese Fertigung zurückzuführen, weil wir eben nicht diese Kartons hier einfach nur aus dem Regal ziehen, sondern, und das sehen wir nachher noch im Detail, tatsächlich ein Mitarbeiter diese Konfiguration bekommt und dann auch erst die Fertigung für den Kunden beginnt. Und wenn ich nicht selber basteln will, habe ich aber theoretisch auch die Möglichkeit, einfach hier bei euch vorbeizukommen und das dann in bewährte, fachkompetente Hände zu geben, nämlich in eure. Also ihr baut mir, wenn ich hier mit dem Motorrad vorbeikomme, im Prinzip mein Fahrwerk auch ein. Das geht auch. Korrekt, genau. Also das machen wir auch. Wir haben hier einen Installationsservice praktisch, wo der Kunde sich vorher bitte einmal dann natürlich gemeldet, einen Termin mit uns vereinbart. Und dann, sage ich mal, können wir das in relativ kurzer Zeit hier auch komplett montieren, vorne wie hinten. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, ich hätte das gerne komplett auch mit abgeänderten Gabelfedern, progressiven Gabelfedern beispielsweise, dann macht er in der Regel hier morgens um 9 Uhr einen Termin und ist dann spätestens um 11, 12 Uhr wieder vom Hof und dann ist das ganze Thema auch fertig und fertig eingestellt, vor allem für den Kunden. Ja, und einen leckeren Kaffee oder eine leckere Schokolade gibt es hier auch. Stichwort Tieferlegung, Höhenverstellung. Was habe ich da für Optionen? Genau, da haben wir einfach hier dann den nächsten Konfigurationsschritt. Wenn dann der Kunde das gerne möchte, können wir eben, wie gesagt, hier Tieferlegungen auswählen. Im nächsten Schritt, wenn ich die dann ausgewählt habe, werde ich dann auch gebeten, die passenden Gabelfedern dazu zu wählen, damit dann auch vorne das Ganze mit tiefer gelegt werden kann oder beziehungsweise muss, sodass auch die Geometrie und vor allen Dingen auch der Lenkkopfwinkel, der Nachlauf wieder so ist, dass das Fahrzeug nach wie vor vernünftig in Kurven einlenkt und das Fahrzeug, sagen wir mal, nicht nur hinten runterhängt, damit der Kunde mit den Füßen auf den Boden kommt. Klingt ein bisschen kurios. Ich meine, ich mit meinen langen Beinen habe das Problem nicht mit der Tieferlegung, aber wird es oft angefragt? Ja, sehr. Also was die Tieferlegung anbetrifft, erleben wir immer wieder auch auf Messen eine große Nachfrage. Da tauchen wir natürlich dann auch immer mit Fahrzeugen auf, die diese Tieferlegungen verbaut haben. Und dort sehen wir eigentlich immer nur die glücklichen Gesichter, wenn dann ein relativ kleiner Kunde beispielsweise auf einer R1200 GS steigt, die dann mal eben 70 mm tiefer ist und wundert sich, warum er plötzlich mit den Beinen auf den Boden kommt. Das ist ein toller Effekt, das freut uns auch immer sehr, wenn man diese Nähe zum Kunden hat und sieht, dass man ihm da was Gutes tun kann und er plötzlich sein Traummotorrad bewegen kann. Die weiteren Optionen, die wir jetzt hier noch sehen, wäre noch eine Höhenverstellung. Das ist so eine Option, die kommt so ein bisschen auch aus dem Rennsport. Da habe ich eben eine Möglichkeit, mittels eines Gewindes, was unten an dem Federbein angebracht ist, die Länge des Federbeins um plus minus 5 mm zu verstellen. Ansonsten ganz wichtig hier unsere Federvorspanneinheit. Standardmäßig sind die Federbeine immer über einen Hakenschlüssel zu verstellen. Ist in vielen Fällen schwierig, da ich da durch den Einbau, wenn das Federbein einmal eingebaut ist, relativ schwer rankomme. Deswegen versuchen wir auch für jedes Fahrzeug in irgendeiner Form eine Vorspanneinheit mit anzubieten, die von außen gut zugänglich ist. In dem Fall hier wäre das unsere hydraulische Vorspanneinheit der Wilbers PA. Das ist schon seit Jahren auch so bekannt. Das heißt, hier habe ich eine Möglichkeit, mittels eines Handrades hydraulisch die Feder über einen Zylinder zu betätigen und für Mehrbeladung, Gepäck und so weiter das entsprechend auch weiter vorzuspannen, die Feder. Dann die letzte Konfigurationsmöglichkeit ist dann hier noch eine Federfarbe nach Wunsch. Ganz wichtig dabei, da verlängert sich die Lieferzeit auf ungefähr 4 Wochen, weil diese Feder natürlich dann nochmal durch die Lackierung muss. Und wenn es dann ein spezieller Rahlton ist, dauert es mal ein bisschen länger. Die Entscheidung ist gefallen fürs Federbein. Wie gehe ich dann auf eurer Seite weiter vor? Und vor allen Dingen, wie bekommt ihr die wichtigen Informationen, die ihr braucht, um das wirklich so individuell wie möglich zu machen? Genau, man legt das Federbein dann entsprechend, wenn man es durchkonfiguriert hat, in den Warenkorb.
in dem wir uns jetzt hier gerade schon befinden. Dort fragen wir jetzt die ganzen Fahrerdaten und relevanten Informationen für uns ab. Das heißt, wir fragen hier einmal ab, was der Fahrer an sich selbst wiegt. Natürlich mit Montur, also mit Motorradklamotten. Das gleiche beim Sozius. Dann natürlich Gepäck, falls das erforderlich ist oder überhaupt vorhanden ist bei dem Motorrad. Und dann geht es weiter, dann würden wir auch noch ganz gerne wissen, wie häufig sind denn diese Fahrzustände. All das spielt bei uns in die Abstimmung mit rein und dort können wir das dann so individuell gestalten oder auch Empfehlungen aussprechen, wenn jetzt einer sagt, ich fahre zu 50% alleine und zu 50% mein Sozius mit und er hat keine hydraulische Federverspannung zum Beispiel bei der Konfiguration gewählt, würden wir den Kunden anrufen und sagen, Mensch, pass mal auf, du hast doch hier gerade 50% Solo und 50% Soziusbetrieb gewählt. Da macht das schon Sinn, wenn du eine hydraulische Federverspannung dazu wählst, weil dann kannst du mal eben schnell die Feder vorspannen. Und wie gesagt, da würden wir dann von uns aus auf den Kunden zugehen, um dann letztendlich wirklich das beste Produkt für den Kunden anzubieten und herauszubringen. Stichwort Individualisierung, ist ja klar. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel über den Winter 15 Kilo zunehme, weil ich nicht trainiert habe, nichts gemacht habe, das fließt dann auch ein. Dann rufe ich euch an und dann ändert ihr mein Fahrwerk. Korrekt, genau. Wenn es sich dann nochmal ändert, auch da sind wir im Nachgang, haben wir natürlich noch Möglichkeiten. Wenn der Kunde jetzt sagt, Mensch, ich habe jetzt doch noch eine Sozia, die regelmäßig mitfährt, können wir das nochmal umkonfigurieren, könnt ihr da was machen? Federbein ausbauen, herschicken, dann machen wir ein Angebot für einen Federwechsel, einen Abstimmungswechsel und das ist dann im Nachgang natürlich auch immer noch möglich. So also die Möglichkeiten im Webshop von Wilbers Suspension, das kann man sich mal anschauen und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen die Produktion, den Einbau und, gibt noch viele Themenbereiche zur Individualisierung des Fahrwerks. Das schauen wir uns mal im Detail und ganz genau an. Wilbers Suspension, da ist natürlich nicht nur das Thema Sport ein ganz, ganz wichtiges. Wir sind hier in der Entwicklung und sehen ein auf dem Markt relativ neues Modell aus dem Hause BMW. Entwicklung deshalb wichtig für euch, weil ihr müsst natürlich sofort reagieren, wenn der Markt was Neues bringt, neue Modelle bringt. Richtig, genau. Das ist für uns immer ganz entscheidend, dass wir schnell mit der Entwicklung wirklich vorankommen und auch mit den Produkten relativ schnell am Markt sind. Gerade bei dem Fahrzeug, das wir jetzt hier stehen haben, eines der besser verkauften Modelle auch seitens BMW, serienmäßig mit der Option ESA ausgestattet. Auch da haben wir eine Lösung dann für in der Regel, dass wir das auf VESA umrüsten, so nennen wir das dann. Das ist eben dann das Wilbers Electronic Suspension Adjustment. Und haben da dann eigentlich auch immer eine Möglichkeit im Petto, dass wir eben auch diese Fahrzeuge tiefer legen können. Wir schauen uns an, was gibt es noch für Verbesserungspotenzial an diesem Serienfahrwerk. Wie gesagt, in diesem konkreten Fall jetzt eben das elektronisch geregelte, aber so gehen wir eben auch mit allen anderen Fahrzeugen um. Die kommen hier zu uns, die neuen Fahrzeuge. Wir schauen uns den Serienstand an, den Ist-Zustand an, wird alles komplett vermessen. Und schauen einfach, was könnte an Potenzial da sein, was sehen wir für Möglichkeiten in Sachen Abstimmung, wo wir besser sein könnten oder was man verbessern könnte für unsere Kundschaft, als auch, wie gesagt, eben Thema Tieferlegung. Jetzt könnte ich mir vorstellen, man kann nicht einfach hingehen, ein Federbein aus dem Regal nehmen und da einbauen. Was sind da so die üblichen Schwierigkeiten, wenn ihr versucht, eure Technologie an ein neues Modell anzupassen? Ja, in der Regel ist es dann wirklich so, dass der Bauraum heutzutage eine wichtige Rolle spielt. Die Fahrzeuge werden immer kompakter gebaut. Früher konnte man an jeder Stelle noch irgendwo einen Halter platzieren, einen Ausgleichsbehälter anbringen. Das ist heutzutage wirklich gar nicht mehr so einfach und stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen letztendlich. Und da, wie gesagt, müssen wir uns anpassen. Dort kommt dann unsere Produktentwicklung ins Spiel, wo dann entsprechend neue Bauteile gezeichnet werden. Da werden 3D-Zeichnungen angefertigt, dann in den 3D-Drucker ausgedruckt und dann so gedruckt, dass die also so funktionabel sind, dass man zumindest mal trocken Bauteile miteinander verschrauben kann, um das ins Fahrzeug reinzubringen. Federbein ist schon drin, passt, aber auch im Bereich der Gabel habt ihr hier viel gemacht bei diesem Modell. Richtig, genau. Da haben wir jetzt entsprechend ein Cartridge-System für den rechten Gabelholm entwickelt, weil bei der Gabel gibt es eine Besonderheit, die ist so ein bisschen gesplittet aufgebaut. Also wir haben in einem Holm im Grunde die Dämpfung
für die komplette Gabel drin stecken. In dem anderen, im linken Holm, befindet sich im Grunde nur eine Tragfeder, also eine Gabelfeder und das Öl. Hat ansonsten keine Funktion der Holm, deswegen die ganze Funktion, was die Dämpfung anbetrifft, jetzt hier auf der rechten Seite untergebracht. In dem Fall können wir jetzt mit unserem Cartridge, was wir hierfür anbieten, die Zugstufendämpfung und die Federvorspannung einstellen zusätzlich. Also ein klares Plus auch wieder hier für den Endverbraucher und auch das eine Form der Individualisierung. So, im Hause Wilbers gibt es natürlich auch Prüfstände, einen Motorenprüfstand zum Beispiel für die Rennmotoren aus der IDM, aber es gibt eben auch für die Dämpferentwicklung einen Prüfstand hier. Was passiert hier genau? Was macht ihr hier an diesem Prüfstand fürs Fahrwerk? Hier haben wir eben einen Dämpferprüfstand, wo wir die Dämpferkennlinie abbilden vom Fahrwerk. Das heißt, dort gehen wir hin und schauen uns eben an, was der Serienzustand erstmal ist von dem OEM-Fahrwerk, was im Fahrzeug drin steckt. Wir fahren ja im Vorfeld immer das Serienfahrwerk und schreiben uns dann, wo wir meinen, wo das Fahrwerk eine Schwäche hat, eben Informationen auf. Und danach wird eben dieses Fahrwerk oder dieses Federbein ausgebaut. Kommt dann eben auf diesen Prüfstand, da wird die Feder runtergenommen, dann wird eine Dämpferkennlinie abgefahren und anhand dieser Dämpferkennlinie können wir dann relativ gut sehen, ob wir das, was wir festgestellt haben auf der Probefahrt, sich auch hier auf dem Diagramm nachher so wiederfindet. Zum Beispiel eine relativ hohe Low-Speed-Druckstufendämpfung würde man hier dann auch optisch sehen, was wir dann mit unserer Abstimmung und unseren Dämpfer dann vielleicht abstellen wollen oder können, wo wir dann nachher hingehen, wenn wir dann das Ganze für uns entwickelt haben und unsere Abstimmung gefunden haben, die natürlich hier im Vergleich dazu auch abfahren und dann die beiden Linien auch übereinander legen können, um zu sehen, alles klar, diese Problemstelle müsste damit abgestellt sein, dann wird unser Fahrwerk auch erst ins Fahrzeug montiert und dann gehen wir hin, machen eine Probefahrt und können dann sagen, ja, Problem ist gelöst oder wir müssen noch mal ran. So, wir haben jetzt sehr viel schon über die Technik hier im Hause Wilbers gesprochen. Das ist aber nicht alles. Da gehört auch ein ordentlicher, organisatorischer, verwaltungstechnischer Aufwand hinter. Wir sehen hier Zertifikate vom TÜV, wir sehen hier das QM-Handbuch und so weiter und so weiter. Man kann also nicht einfach hingehen und Fahrwerke verkaufen, sondern das muss man auch schon ordentlich anmelden. Genau, das ist letztendlich nicht nur wichtig für das Kraftfahrtbundesamt, dass wir dafür eben letztendlich eine ABE erlangen, sondern natürlich auch unser eigener Qualitätsanspruch an die Produkte. Deswegen sind wir auch eben DIN ISO zertifiziert, 9001 2015. Der Kunde profitiert letztendlich davon, also auch alles TÜV abgenommen, gehört sich ja auch so. Jetzt haben wir uns vorhin im Webshop ein Fahrwerk ausgesucht, alles eingegeben, konfiguriert, Farbe ausgesucht und so weiter. Und hier oben im Vertrieb sehen wir jetzt, wie dann das Federbein letztendlich bei mir ankommt, ne? Richtig, genau. Das schauen wir uns jetzt auch mal kurz an, damit auch, wir möchten einfach eine gewisse Transparenz ja auch hier jetzt nochmal einmal deutlich machen. Es geht eigentlich darum, was passiert jetzt mit meinen Daten überhaupt. Ich habe jetzt mein Fahrergewicht angegeben, den Sozus angegeben, wie ich das Fahrwerk nutzen möchte und so weiter. Ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte. So, der Auftrag ist erstellt für mein Wunschfederbein, das haben wir gesehen. Ich weiß aber trotzdem immer noch nicht, wie kommt es dann zu mir, weil ihr habt ja ein bisschen was zu verwalten an Federbeinen, viele verschiedene Fahrzeuge. Da sehen wir unter anderem hier diese Aktenordner, weit über 1000. Was passiert jetzt hier und was ist der nächste Arbeitsgang? Also was wir hier sehen, ist letztendlich das Ergebnis von unseren Vermessungen drüben in der Prototypenabteilung, in der Entwicklungsabteilung. Hier findet sich letztendlich das Ergebnis wieder. Da sind also jetzt die erstellten Stücklisten für die ganzen Federbeinprodukte, die hier in Papierform noch abgeheftet sind. Wir befinden uns gerade in diesem Digitalisierungsprozess, das dauert noch ein bisschen, aber dort, wie gesagt, ist das Know-how jetzt abgelegt, sage ich mal, in vorgefertigten Stücklisten. Diese Stückliste für dieses Federbein nehmen wir uns da gleich raus, gucken uns die an, schauen uns die Fahrerdaten an, schauen uns an, was du damit vorhast, ins Gelände oder auf der Straße. Wiegst du, bist du noch im normalen Fahrergewicht für uns, in unserem Standardfahrergewicht? Wenn das abweicht, würden wir die Federrate und das Dämpfer-Setup und so weiter eben auf deine Bedürfnisse anpassen. Was ist denn das Standardfahrergewicht? Frage ich mal ganz blöd. Wir haben uns da selber einfach eine Grenze gesetzt. Wir sagen einfach zwischen 75 und 95 Kilo ist für uns der Standard. Und alles, was davon abweicht, drüber oder drunter, können wir entsprechend anpassen. So, dann, also der Auftrag landet hier, das haben wir gesehen. Ja, und dann geht es jetzt weiter. Genau. So, der
Kollege guckt sich jetzt eben entsprechend die Fahrerdaten und so weiter an, ruft den passenden Auftrag dazu auf. So, wählt dazu jetzt dann entsprechend die passende Stückliste, die sich in dem Ordner hier befindet. Und der Kollege überträgt das Ganze jetzt an die Produktion. So, der Auftragszettel ist in der Produktion, in der wir jetzt sind, angekommen. Was sind die nächsten Schritte? Was passiert jetzt weiter? Jetzt wird der Mitarbeiter losgehen und sich den Auftrag nehmen und die Teile dazu aus dem Regal nehmen. Das heißt, wie gesagt, wir haben ja hier das Baukastensystem letztendlich, wo jetzt aus diesem Auftrag der Mitarbeiter sich jetzt die passenden Bauteile herausnimmt aus dem Regal, die abscannt und dann daraus das Federbein produziert. Das heißt, er baut jetzt hier tatsächlich mein Federbein zusammen. Korrekt, ganz genau. Und ich habe gesehen, auf meinem Auftrag steht eilig. Das freut mich ganz besonders. Wie lange dauert sowas? Wann ist so ein Federbein fertig? Wie lange braucht er? Das liegt ja immer ganz dran, was für Optionen der Kunde jetzt mitgewählt hat. In dem Fall haben wir jetzt ein Typ 642 Federbein mit einem Ausgleichsbehälter und zudem noch eine hydraulische Federverspannung. Das heißt, da wird er sicherlich so eine Dreiviertelstunde bis Stunde für brauchen, bis das komplett fertig produziert ist. Ganz schöner Aufwand für ein neues Fahrwerk. Wenn ich mir die einzelnen Arbeitsschritte jetzt nochmal alle ins Gedächtnis rufe, was wir alles gesehen haben, was alles dazugehört, TÜV-Abnahme und, haben wir viel gelernt. Ja, wie viele Federbeine baut ihr hier am Tag? Wir werden hier so am Tag um die 40 Federbeine bauen. Das ist so, liegt auch immer, wie gesagt, dran, wie aufwendig das Federbein dann ist, ob, wie gesagt, die Optionen dabei sind oder nicht. Aber so roundabout 40 Federbeine pro Tag. Und klar, es ist viel Aufwand. Ich habe auch schon häufig gesagt, wir hätten uns das ganze Thema auch viel, viel einfacher machen können, indem wir in Serie eine Federbeinserie einfach produzieren, die später für den Kunden aus dem Regal ziehen und das hinschicken. Aber so einfach wollten wir uns selber nicht machen und eben dieses Alleinstellungsmerkmal, diese individuelle Fertigung direkt an den Kunden auch weitergeben, sodass der Kunde auch wirklich weiß, da bekomme ich jetzt tatsächlich genau das, was ich brauche. Ich kann Einfluss nehmen, wirklich ganz direkt, was mein Fahrergewicht betrifft, was meinen Einsatzzweck anbetrifft. Und so wie individuell wird es ja auch tatsächlich dann gefertigt. Ja, und alles in-house hier in Nordhorn. Also wirklich beeindruckend. Ich bin mal gespannt, wie mein Federbein gleich fertig aussieht. So, das Ganze hat jetzt ein paar Stunden gedauert im Endeffekt. Nimm mal bitte die Garantiekarte. Und da ist es. Mein komplett individuell auf mein Fahrergewicht, auf mein Körpergewicht abgestimmtes Wilbers Federbein. Ja, und das wird jetzt gleich eingebaut. So sieht's aus, genau. Das pflanzen wir jetzt hier gleich in das Motorrad ein. Ne, und hier sehen wir jetzt nochmal eben das fertige Produkt, dazu eben unsere Garantiekarte. Da kann man eigentlich ganz normal nochmal ganz schön sehen, Federbein hat also eine Seriennummer bekommen. Hier sind die Einstellwerte nochmal hinterlegt, so wie wir es auch eingestellt haben. Und das Schöne an der Seriennummervergabe ist eben, wir können es immer wieder nachvollziehen. Ein Kunde meldet mal irgendwann, dass er eine Wartung haben möchte oder eine Änderung haben möchte. So sind wir in der Lage, immer wieder die Originalkonfiguration aufzurufen und können dann gegebenenfalls nochmal nach Wunsch was abändern. Also, sieht phänomenal aus, sieht nach Hightech aus, sieht richtig klasse aus. Ja, und wenn es jetzt noch so gut funktioniert, wie es sich anfühlt und wie es aussieht, dann bin ich hochzufrieden. Ja, also wir sehen es, das Federbein wird eingebaut, individuell auf mich abgestimmt. Diese Individualität ist so ein bisschen die Seele, glaube ich, ne, von Wilbers Performance. Ja, genau so sieht es aus. Ne? Also das ist letztendlich das, was wir uns ganz groß auf die Fahne schreiben wollen. Das ist auch das, was uns, glaube ich, unterscheidet von unseren Mitbewerbern. Und wir haben uns letztendlich genau auf dieses Thema immer schon ganz stark fokussiert und darauf ganz viel Wert gelegt, dass die Abstimmung, diese individuelle Fertigung bei uns ganz weit oben steht und damit, wie gesagt, für den Kunden wirklich ein Produkt entsteht, wo er nachher sagt, das ist genau das, was ich haben wollte, so habe ich es mir vorgestellt, so soll es funktionieren und das erhoffen wir uns davon. Wie sieht das aus, Benny Wilbers, die Kunden? Was gibt es da so für Feedback, für Reaktionen? Durch diese Individualität hat man ja sicherlich auch eine ganz andere Kundenbindung, als wenn man ein Großserienprodukt hätte. Ja, das ist so. Wir haben ganz tolles Feedback von den Kunden. Ich habe hier schon Frauen vor der Tür heulen sehen, wenn sie sich dann draufgesetzt haben und auf einmal kamen sie mit den Füßen auf die Erde. Also das war das große Problem, das große Motorrad fahren wollen, aber nicht mit den Füßen auf die Erde gekommen und das haben wir dann realisiert.
Ja, und auch dafür gibt es halt Lösungen, die wir hoffentlich aufgezeigt haben. Bedanke mich, meine Herren, für diesen tollen Tag mit vielen, vielen hochinteressanten Eindrücken. Und ich weiß jetzt, was mit Individualität in Sachen Fahrwerksbau gemeint ist.